das nicht wieder wahnsinnig lecker aus? Bleibt dran und ihr werdet erfahren, wie das geht. Aber erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nobisco-Stunde. Und es sind wieder Rosenkohlröschen mit dabei in diesem Rezept. Eins meiner Lieblingszutaten. Und diesen Rosenkohl, den schälen wir erstmal und garen ihn dann ein bisschen im Salzwasser, damit er schon vorgegart ist, wenn er in die Pfanne kommt. Und zu diesem Rezept gibt es ja auch noch Hackfleischbällchen. Und für diese Hackfleischbällchen schneiden wir noch ein Brötchen klein. Da könnt ihr natürlich ein altbackenes Brötchen nehmen oder wie ich, nehme auch oft gern ein frisches. Da reduziere ich dann einfach noch ein bisschen die Milch, die ich zum Aufweichen von diesem Brötchen verwende. Und natürlich nehme ich reichlich Salz für das Salzwasser, worin wir nachher den Rosenkohl kochen. Aber in der Zeit, wo sich das Wasser erwärmt, können wir schon mal Käse, und zwar Cheddar-Käse, reiben, raspeln, damit wir den nachher über den Auflauf geben können. Aber der Cheddar-Käse ist nicht der einzige Käse, den wir verwenden, sondern wir nehmen noch Mozzarella-Käse und den schneiden wir ebenfalls klein. Okay, bevor wir jetzt aber den Rosenkohl in das Salzwasser geben, in das kochende Salzwasser, schneiden wir noch eine halbe Zwiebel klein, und zwar in kleine Würfel. Aber auch hier in diesem Rezept kommt eine Spezialzutat hinzu, die ich immer mache, und zwar Knoblauchpaste. Da nehmen wir eine Knoblauchzehe und schneiden diese Knoblauchzehe klein. Mit Salzkristallen zerdrücken wir dann den klein geschnittenen Knoblauch, sodass eine Knoblauchpaste entsteht. Ja, und diese Paste geben wir dann in kleine Schälchen für später. So, jetzt wenden wir uns aber den Hackfleischbällchen zu, indem wir das Hackfleisch in eine Schüssel geben, dort die Zwiebeln ebenfalls hinzugeben und mit Salz und Pfeffer schon mal würzen. Die Knoblauchpaste von vorhin geben wir auch schon mal hinzu und verteilen sie schon mal grob, damit nachher der Knoblauch in dem Hackfleisch auch schön fein verteilt ist und nicht nachher irgendwo der Knoblauchgeschmack konzentriert ist. In diesem Hackfleisch nachher. Um nachher noch ein bisschen Schärfe in dem Hackfleisch zu erzeugen, nehme ich auch noch frisch gemahlene Chiliflocken. Und was auch noch als Gewürz super passt, ist natürlich Thymian. Und wenn wir jetzt das Ei und das Brötchen mit hinzugegeben haben, dann können wir das Ganze gut durchmischen und für später mal kurz beiseite stellen, weil nachher später formen wir daraus dann die Hackfleischbällchen. So, der Rosenkohl hat jetzt 10 Minuten im Salzwasser gekocht bzw. gegart. Jetzt holen wir ihn wieder raus. Als weitere Vorbereitung rühren wir noch kurz Sahne an, und zwar da nehme ich mein selbstgemachtes Brühpulver. Ja, ich stehe da voll drauf auf selbstgemachtes Brühpulver. Warum? Ich weiß, was drin ist und geschmacklich schmeckt es einwandfrei. Dann geht es schon an den Herd. Da habe ich eine Bratpfanne vorbereitet, und zwar eine Bratpfanne mit abnehmbarem Griff. Seit ich die Bratpfannen habe mit abnehmbarem Griff, verbrenne ich mir nicht mehr die Pfoten, wenn ich die Bratpfanne wieder aus dem Ofen herausnehmen möchte und dabei vergessen habe, dass der Griff so tierisch heiß ist. Da gab es schon richtig böse Verbrennungen. Aber kommen wir zurück zum Thema. Wie ihr seht, forme ich aus dem Hackfleisch nun die Hackfleischbällchen und brate diese Hackfleischbällchen kurz an. Da das Ganze ja noch in den Ofen kommt, müssen die Hackfleischbällchen jetzt nicht durchgegart sein, sondern sie sollen schon knusprig werden. Sprich, wir haben jetzt die Temperatur von der Bratpfanne etwas erhöht.
Dann holen wir die Hackfleischbällchen kurz wieder raus. Wie gesagt, die sind noch nicht durchgegart. Und anstattdessen geben wir jetzt diese kleinen Zwiebelchen rein. Und zu den kleinen Zwiebelchen dann auch den Rosenkohl. Auch die zwei Zutaten, die braten wir mit hoher Hitze an, weil wir wollen richtig guten Bratengeschmack, Röstaromen in diesem Essen haben. Und die Zwiebeln und der Rosenkohl, die schmecken hervorragend, wenn sie angebraten werden. Parallel dazu haben wir den Ofen jetzt schon auf 220 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt, weil jetzt biegen wir in die Zielgerade ein. Ja, jetzt salzen wir noch das Ganze, geben jetzt noch ein bisschen Butter in die Pfanne und löschen das Ganze dann mit dem Schöpfer von dem Rosenkohlwasser ab. Jetzt noch schön alles schön gleichmäßig verteilen und dann geben wir auch noch die Sahne drauf und auch den Käse. Den streuen wir jetzt schön gleichmäßig über das Ganze drüber. Wie ihr vielleicht euch noch daran erinnern könnt, haben wir ja vor 2 Käsesorten vorbereitet. Das wäre einmal der Cheddar-Käse und einmal der Mozzarella-Käse. Ja, und weil jetzt die Pfanne ja immer noch heiß ist und das Ganze alles schon ein bisschen vorgegart ist, braucht es jetzt nur noch 25 Minuten im Ofen. Und wir haben auch die Temperatur recht hoch eingestellt auf 220 Grad Ober- und Unterhitze. Also, nach 25 Minuten kommt das Ganze wieder raus und ihr werdet sehen, dass das richtig knusprig aussieht und richtig lecker. Und wie ich schon vorher erwähnt habe, bin ich jetzt natürlich froh, diesen abnehmbaren Griff zu haben. Gell, ich habe nicht zu viel versprochen. Das sieht so richtig schön lecker aus. So muss es sein. Da läuft doch eims Wasser im Mund zusammen. Also dann mal gleich ran ans Werk. Schön nachmachen das Ganze. Schön nachkochen und ihr werdet sehen, ihr werdet richtig dankbar sein. Aber ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge von Nobis Kochstunde wieder mit dabei, weil wir sind am Ende angekommen. Also wenn es euch gefallen hat, dann abonniert mich und ich hoffe, ich sehe euch bei der nächsten Folge. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und bleibt am Ball.